Hi everyone! Today we are doing a special about Santa Day, which is the 6th of December in most of Europe. And we are going to do it in German, so click the subtitles if you want to see what it is in English. And we have here... Ich bin Jakob aus Graz in Österreich. Ich bin Hannes, bin aus Bayern, das ist in Deutschland. Und ich bin Peter und ich komme aus Ungarn. So, erste Frage. Wie heißt Santa Claus in deinem Land? Oh, das wissen wir schon, oder? Ich habe die Lösung. Fängst du an? Ja. Gut, also, das ist die Musterlösung für Deutschland. Santa Claus hat zwei Namen auf Deutsch. Das eine ist der Weihnachtsmann, das andere ist der Nikolaus. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den beiden, aber das ist ein bisschen dubios, was genau der Unterschied ist. Da gibt es viele komische Geschichten. Ja. Genau. In Österreich haben wir für Santa Claus eigentlich auch nur den heiligen Sankt Nikolaus. Den Weihnachtsmann kennt man und weiß von ihm, aber der kommt im Brauchtum in Österreich gar nicht vor. Also in Ungarn, wir haben auch zwei Namen und wir sagen Mikulás, das ist der Nikolaus, und Télahu, das bedeutet Wintermann oder ja. Zweite Frage. Wie bereiten Kinder sich auf den Nikolaus vor? Kinder in Österreich, meistens im Kindergarten oder in der Grundschule, da gibt es dann Gedichte und Lieder, die man lernen kann in der Nikolauszeit, aber das Wichtigste ist, dass man brav ist, also artig, weil sonst nur der Nikolaus kommt nur zu den artigen Kindern. Das ist bei uns genauso. Brav sein ist ganz wichtig für die Kinder. Manche bereiten sich da besser darauf vor, andere weniger. Die einen sind weniger brav, die anderen mehr. Dann in der Nacht, bevor der Nikolaus kommt, bereiten sich die Kinder noch vor, indem sie Schuhe oder Socken rausstellen, damit der Nikolaus, wenn er denn kommt, da kleine Geschenke reintun kann. Ja, also in Ungarn, die Kinder müssen auch brav sein. Und am 5. Dezember, wir müssen die Schuhe putzen und die bei dem Fenster legen. So, der Nikolaus kann etwas, oder Schokolade oder sowas. Einmal im Jahr Schuhe putzen. Ja. Einmal müssen wir, aber dürfen wir mehr. Meine Frage ist an euch: Wer bringt die Geschenke an Weihnachten? Viel einfacher auf Ungarisch, ne? Dann soll ich? Ja, Du darfst. Also in Ungarn, an der 24. Dezember kommt der Jesuska und er ist der Baby Jesus. Ja. Und ja, der Baby Jesus bringt die Geschenke. Ist die Endung... Weiß ich nicht wie, aber er macht das. Ja, mit Amazon vielleicht zusammen. Ja. Die Endung K, ist das eine Verniedlichung? Ja, sie sagt Chen auf Ja. Ungarisch. Ja. So, Jesus Chen. Okay, ja, stimmt. Okay. In Österreich kommt, in ganz Österreich auch nur das Christkind, also auch Baby Jesus, bringt die Geschenke. Der Weihnachtsmann kommt in Österreich gar nirgends. Tatsächlich. Das ist bei uns genauso. Bei uns gibt es auch nur das Christkind in Deutschland. Das kommt am Abend vom 24. Dezember. Genau. Was bekommen brave Kinder vom Nikolaus? Ich fange mal an. Also, in Deutschland kriegen die braven Kinder ganz, ganz viel Lob. Lob, Lob und nochmals Lob, dass sie sich auch weiterhin so brav benehmen, damit die Eltern auch ihre Ruhe haben. Das ist der Sinn davon. Und die kriegen aber auch noch, traditionell ist eigentlich Schokolade, Nüsse und Orangen. Und das kommt dann in die Stiefel oder in die Socken. Ja. Das ist bei uns sehr ähnlich. Also im Original, die braven Kinder werden gelobt, dass sie brav sind. Und eben auch traditionell Erdnüsse, Mandarinen, Schokolade, andere Süßigkeiten und kleine Geschenke. Ja.
Ja. oder so. Manche Schokolade, die kleine Nikolaus-Schokolade und ja, Früchte, Orangen, Mandarinen, Nüsse und ja, manchmal kleine Geschenke. Wer ist denn dran mit Frage? Ich. Meine nächste Frage ist, was verbindest du mit dem Nikolaus? Okay, wer beginnt? Alles? Ja. Also ich habe eigentlich da ganz viele Assoziationen zu dem Nikolaus. Das erste ist einfach mal Kinder. Also bei Nikolaus und bei Weihnachten fallen mir als erstes eigentlich Kinder ein, weil das eigentlich so ein Brauch ist, hauptsächlich für Kinder. Also seitdem ich erwachsen bin, kriege ich nicht mehr so viel von ihm wie früher. Aber auch Pädagogik ein bisschen. Also eben, es geht ja darum, dass die Kinder das ganze Jahr über brav sein sollen. Und dann als Belohnung kriegen sie dann was. Also hat auch was Pädagogisches. Dann das Ganze ist ein Brauch. Das ist jedes Jahr und europaweit oder weltweit sogar. Und mit ihm als Person verbinde ich so einen netten, dicken, gutherzigen Mann. Einen netten Mann. Der gerne isst, am liebsten seine eigenen Sachen, seine Lebkuchen oder sowas. Der irgendwo am Nordpol wohnt, oder? Nordpol? Kommt aus dem, Ja. kommt aus dem Nahen Osten, der Nikolaus. Oder so. Bei mir ist dieses klassische so Kindheitsgefühl, wie das halt eben früher für einen selbst war. Ganze Familie zu Hause, da kommt jemand, und es gibt Geschenke, und es ist schon kalt draußen. Das ist eben ganz schön. Und eben Anfang Dezember, vor Weihnachtszeit, hat so richtig angefangen und die Vorfreude auf Weihnachten und auf das Christkind, das dann bald kommt. Also für mich, der Nikolaus ist genau rote Kleidung und am 5. oder 6. Dezember gibt es schon Schnee. In Ungarn nicht mehr, aber weil ich Kind war, dann hatten wir Schnee. Ja. Und genau, amerikanische Filme. Es gibt so viele Christmas-Movies und alle. Ach, Da ist auch immer zu Schnee. viel. Da gibt's immer Schnee. Ja, immer Schnee in New York oder sowas. Ja. Zu viel. Kannst du den Nikolaus malen? Wenn nicht, tu es trotzdem. Ich kann, ich habe sie so gemacht. Du hast. Okay. Vielleicht leih ich mal den roten Stift dann mal von dir aus. Sind die fertig? Ja, Sieht gut aus bei euch. bitte auch. Ja. So, Zeig mir. ja. Tada! 3 Kunstwerke. Ja. Die sind kein Also den Stock hat er bei jedem. Ja. Ja, Mhm. ich habe auch eine. Bei dir hat er eine andere Mütze. Bei dir hat er so die Mütze auf die Wiener. Ja. Genau, ja. Ja, Das ist die Bischofsmütze. Religiöse Genau. Kreuz. Was ist das bei dir? Ein Sack hat er auch. Ah! Und die Geschenke Und drin was sind. ist da? Das ist ich wollte es irgendwie besser als, dass man es als Sack erkennt, das ist so ein Flicken. Ah, okay. Cool. Das ist meine Sache hier. Ja, der ist gut. Ich habe einen Versuch, den habe ich weggemacht, habe dafür einen kleinen Schlitten. Ah. Ja. So, meine Frage ist, was bekommen jetzt böse Kinder vom Nikolaus? Können wir es auch malen? Ja, doch schon. Okay. Okay, also bei uns in Deutschland ist es so, es gibt die Route, Mhm. die du gemalt hast. Ah. Also, Gute. dieses. Gerte genannt auch. Ja, das heißt so genau. Die kriegen das wirklich und dann haben die das. Ich habe es auch mal bekommen. Ja, Ja. einmal tatsächlich. Nein, ich hatte das jedes Jahr bekommen. Ja, Ja. selber schuld. Ja, schimpfen, Tadel, also dass die Kinder geschimpft werden. Ja. Das gibt. Und ich glaube, in manchen Familien kommt es tatsächlich auch vor, dass dann der Krampus die auch übers Knie legt und das ist da auch. Oh, ja, so schlimm war es nie bei uns. Das kommt angeblich auch vor.
Also vielleicht gibt es Familien, die das so hart durchziehen. Also bei uns kriegen, ich glaube auch, wenn man ein bisschen schlimmer war, gibt es auch Geschenke, weil es soll ja niemand wirklich traurig oder enttäuscht sein. Aber wenn man halt eben schlimmer war, ja, den Tadel und ein bisschen eine Belehrung. Und dann kommt vielleicht auch der Campus ins Haus und kann ein bisschen mit den Ketten rasseln oder mal mit der Rute so zu den Füßen ein bisschen leicht bisschen Angst einjagen oder einen Schreck einjagen den Kindern. Ja. Also dieses Ding hier auf Ungarisch heißt Virgást und ich habe jedes Jahr die bekommen und auch Schokolade und Früchte, weil meine Eltern sagten es. Manchmal war ich brav, manchmal war ich böse. Ich habe noch eine Frage. Ho, ho, ho. Hat der Nikolaus Helfer? Du kannst sagen. Ja, der Nikolaus hat den Krampus, einen sotteligen, haarigen, was ist das? Teufel, eine Art Teufel, mit einer langen Zunge und einer ganz gruseligen Maske und der kommt dann eben mit. Wenn man brav war, muss er vielleicht draußen bleiben oder er kommt mit ins Haus und ist dann auch da. Und wenn es dann auf die Belehrung geht, dann kommt er immer ein bisschen in den Vordergrund und sorgt für Furcht und Schrecken. Genau. Gibt in Österreich noch große Campus-Umzüge, wo dann alle im Ort zusammenkommen und dann gibt es einen großen Umzug auf der Straße, wo ganz viele Leute verkleidet sind als Campus und das ist dann sehr laut und mit alle, die machen dann Lärm und ich glaube, die vertreiben dann auch böse Geister in der Winterzeit. Ja. Das gibt es hier in München auch, oder? Oh ja. Campuslauf. Genau, Ja, Ja. bestimmt. Ja, in Ungarn wir haben auch Campus und wir sagen Campus mit einem ungarischen Akzent. Aber ja, gleiche Dinge. Aha. Okay. Ja, in Deutschland ist das Gleiche. Der heißt aber, in anderen Regionen heißt er zum Beispiel Knecht Ruprecht. Oder Belzebub auch genannt. Das ist schwer zu sagen. Aber in Bayern sagt man der Krampus. Also Helfer ist mir noch eingefallen, der hat natürlich noch seine Rentiere, die ihm helfen. Nee, das hat er keine Rede. Nein? Aber mir ist jetzt auch noch eingefallen, im Teil, ich glaube im Salzburger Teil von Österreich sagt man auch zum Krampus oder zu den Krampussen Perchten. Und das ist quasi noch das noch traditionellere. Die haben dann auch meistens so holzgeschnitzte Masken und das ist halt noch mehr auf so einer Tradition. Da geht es aber dann auch wirklich ums Vertreiben von bösen Geistern, glaube ich, im Winter. Genau. Okay. Ja, dann zum Abschluss wünschen wir euch einen fröhlichen Nikolaustag und eine schöne Vorweihnachtszeit. Immer schön brav sein. Ja. Der Krampus. Ja. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat. Ha esetleg még nem iratkoztatok volna fel, itt megtehetitek. És ne felejtsetek el rákattintani a csengőre, hogy kapjatok értesítést az új videókról. A Patreon oldalon tudtok minket támogatni, amit nagyon szépen megköszönünk. And for those of you who didn't understand what I just said, here's something to prove that you can learn Hungarian. It's a tongue twister, so give it a good go. Riparetek magyaró, korán reggel ritkán rikkant arigó.